ein Blick in unseren Teilevorrat für die U-Bahn und man sieht, dass sich hier wieder was getan hat. Wir hatten zu Beginn, vielleicht habt ihr den Haul damals gesehen, 8000 Mauersteine. Davon sind jetzt noch gut die Hälfte übrig, also haben wir schon etwa 4000 verbaut und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für diese Bögen aus dem Legoland Fabrikshop. Da habe ich auch schon mehr als ein ganzes so ein Säckchen verbaut. Hier haben wir noch eine volle Tüte mit diesen Mauersteinen und hier noch ein bisschen kleines Krimskrams hier zum Verbauen für die Lücken. Also es hat sich hier einiges getan und damit herzlich willkommen zurück zum U-Bahn-Video Nummer, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall habt ihr uns letztes Mal sehr, sehr tolle Kommentare geschrieben zu den, zum U-Bahnhof. Da habe ich heute aber noch nicht weitergearbeitet. Ich habe mich heute ein bisschen mit dem Tunnel beschäftigt. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr schöne Kommentare bekommen von euch und das freut uns sehr. Wir werden da auf jeden Fall bald weiterbauen. Ich hatte aber irgendwie gestern und heute Lust, mal ein bisschen beim Tunnel der U-Bahn weiterzubauen und da seht ihr heute das Ergebnis. Schwenken wir wieder die Kamera ganz professionell und ihr seht hier schon einerseits den 12-Volt-Zug stehen, der hier gerade eine Rast macht und dann haben wir hier diesen Tunnel. Letztes Mal, falls ihr euch noch erinnern könnt, war hier auch schon ein wenig, mal auf die Seite, dass ihr hier besser sehen könnt, war hier auch schon ein wenig gemauert. Ihr wisst, dieses Podest hier liegen teilweise noch ein paar Steine rum, wo ich noch ein bisschen am Umbauen bin. Das ein oder andere kleine, ja, Lückchen, wenn man das mal so nennen darf, gibt's hier auch noch, weil ich jetzt schon bald keine dunkelgrauen und auch hellgraue Steine mehr habe. Hier war schon ein bisschen was gemauert und auch hier das mit dem Bogen war schon so gemacht, aber noch bei weitem nicht so weit. Wir hatten etwa, ich weiß gar nicht, dieses Podest ungefähr bis hierher. Das heißt, alles, was hier nach rechts drüben geht, ist jetzt neu. Wir haben hier jetzt noch so einen Container. Dann haben wir hier ein wenig ein kleineres Podest. Das hier ist ja doch einige Bricks höher. Hier, was wir hier machen, wissen wir übrigens noch nicht. Das Loch sieht aber auf der anderen Seite auch irgendwie ganz cool aus. Dann haben wir hier also ein wenig ein niedrigeres Podest, hier drüber mit so einem Lüftungsschacht. Dann hier eine ominöse schwarze Tür, wo niemand so genau weiß, wo es da hingeht, aber das ist vielleicht auch besser so. Und dann habe ich mich ein wenig noch bedient bei unserem Classic Space Sortiment. Ein paar von euch werden jetzt wahrscheinlich Rotz und Wasser weinen, weil sie sehen, dass wir hier Teile verbaut haben, die bei Classic Space Teilen vorgekommen sind. Wir haben ja mal ein riesengroßes Konvolut gekauft. Über 40 Kilo und da waren jede Menge Classic Space Sets dabei, leider die Teile aber zum Teil extrem arg vergilbt und auch viele Teile gebrochen und nicht mehr komplett. Ich habe zuerst geglaubt, wir bauen die fertig auf, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir die einfach zum Verbauen zum Beispiel hier für die U-Bahn verwenden. Das sind Teile, die wir sonst eher weniger brauchen. Hier kommt noch so ein Abschluss, ein schöner drauf und auch hier weiß ich noch nicht, was wir damit tun, aber das soll so ein bisschen Industrial Look sein. Hier ist auch, wenn man ganz genau schon eine Falltür eingebaut, die funktioniert zwar nicht, weil ich unten eine Stütze eingebaut habe und sozusagen halt ein bisschen ein kleines Secret hier. Die Mauer geht jetzt hier genau bis zu dieser Erweiterung, wo dann der zweite Bahnhof hinkommt, wo wir jetzt diesen wunderbaren Metroliner begutachten können. Wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht. Das Problem ist jetzt, dass hier die Platte einerseits wieder um einiges breiter wird und wir haben auch hier ein wenig einen Höhenversatz, weil diese Platte hier, dieses Holzbrett dicker ist als dieses hier. Ich muss das noch ein bisschen austarieren. Momentan ist nämlich hier so ein kleiner Muggel, weil ich das damals doch etwas schnell zusammengezimmert habe. Und da möchte ich jetzt nicht vorschnell was aufbauen und dann fällt mir das dauernd wieder auseinander. Außerdem wissen wir noch gar nicht, wie wir diesen Bahnhof hier ausschmücken. Das kommt dann alles noch. Aber zuerst, glaube ich, machen wir mal den anderen. Schwenken wir unseren Blick wieder zurück, auch wenn uns der Metroliner sehr gut gefällt, in diese Richtung hier. Und ihr seht, dass sich auch hier etwas getan hat. Schöne 12-Volt-Zug wird wieder nach hinten reversiert. Übrigens habe ich mir den Motor hier angesehen und er hat beim nächsten Versuch perfekt funktioniert. Also ganz komisch, damals im Eisenbahnvideo hat er ja die beiden Waggons hier nicht gezogen. Jetzt hat er super toll funktioniert. Vielleicht war irgendwie das Gleis, auf dem ich hier gefahren bin, schlecht. Keine Ahnung, aber es funktioniert auf jeden Fall wieder alles und das ist gut so.
Hier haben wir auch, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, die Mauer bis hier gehabt. Das ist so ein Kontrollmonitor, wo irgendetwas eingestellt werden kann. Also hier ist jetzt, dieser Zugang ist natürlich nur für U-Bahn-Mitarbeiter und Techniker. Also da hier kommt niemand, kein normaler Zivilist oder kein normaler U-Bahn-Fahrgast hin, außer es ist, so wie es im Eisenbahnvideo war, mal ein Defekt, dass die Bahn evakuiert werden muss. Aber ansonsten sieht man diesen Bereich der U-Bahn eigentlich überhaupt nie. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut hier mit diesen Bögen. Wir haben schon gesagt, dass wir hier oben dann noch eine Platte, die werde ich wahrscheinlich auch im Legoland kaufen oder vielleicht bei Lego im Pick a Brick Store, ich weiß es noch nicht, die oben drüber geht einmal und dann werden wir hier am Rand, das Gleis geht hier zwar relativ nahe am Plattenrand, aber das geht sich, glaube ich, aus, dass wir hier ab und zu mal Stützen machen und dass das hier dann so wie ein Viadukt aussieht. Das, glaube ich, wird eigentlich ganz cool werden. Hier weiter links habe ich dann auch gemauert. Wir haben hier dann so ein kleines Eck drinnen, weil ich mir gedacht habe, immer dieselbe Breite von diesem Sportstein oder was auch immer das ist, das wird auch ein wenig langweilig, deswegen ist es hier ein wenig verjüngt dann. Hier kommt ins Eck sicher noch irgendwas, vielleicht eine Mülltonne oder irgendwas, Gerätschaften für die U-Bahn oder so weiter. Und dann seht ihr schon, haben wir ja hier doch etwas problematisch die erste Abzweigung. Und zwar haben wir hier nach rechts hinein natürlich dieses tote Gleis, welches ja nur angedeutet ist, und links geht dann unsere Hauptlinie zur U-Bahn-Station unter dem Hauptplatz. Und ich habe mir da längere Zeit überlegt, wie wir das machen. Ich habe mir zuerst gedacht, ich deute das hier nur an, dass es hier weitergeht, und dann hat das aber irgendwie, ihr seht es hier von dieser Perspektive, nicht gut ausgesehen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, auch auf Vorschläge von euch. Einmal nach hinten, so weit wie die Platte reicht, gemauert und auch oben mit den Bögen. Ich weiß nicht, die Kamera fokussiert irgendwie nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Und das Ganze auch auf der Innenseite. Das heißt, man sieht jetzt hier so rein, aber ich finde, das schaut eigentlich ganz ordentlich aus. Oben kommt dann, wie gesagt, auch noch eine Platte drauf, dass das schön abschließt. Das habe ich alles nochmal abbauen müssen und wieder aufbauen, weil die linke Seite um eine Plate zu niedrig war. Da kommt natürlich auch noch ein gerades Gleis rein und dann verschwindet das Gleis irgendwo vorne im Nirgendwo. Und auf dieser Seite, wo unsere Hauptlinie ist, haben wir hier dann klassisch wieder eine Mauer mit diesen Bögen. Die habe ich auch oben verankert, also das heißt, die sind oben jetzt ganz fix. Habe auch immer geschaut, man sieht das gar nicht, dass die Steine immer ein bisschen gegengleich platziert sind, dass das wirklich eine stabile Mauerkonstruktion ist. Hier ein Gleis, ja natürlich, und wieder dieser Bordstein, der hier immer breiter wird. Hier habe ich nicht zu sehr übertrieben mit den Details. Ihr habt uns außerdem in den Kommentaren geschrieben, dass wir das nicht machen sollen. Wir haben ohnehin hier auf dieser Wand relativ viel, ja, Krimskrams, Türen, Lüftungsschächte und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen U-Bahn-Schacht von innen gesehen habt, aber da ist ja auch relativ viel los meistens. Hier haben wir noch so eine Gittertür. Die hat mir ganz gut gefallen, die also mehr oder weniger rüber geht zum anderen Gleis, und hier noch ein paar Kleinigkeiten. Und das ist jetzt, wie weit ich gekommen bin. Hier habe ich jetzt mal aufgehört. Ich habe hier diese Weiche noch eingesäumt. Das gefällt mir noch nicht zu 100%. Da werde ich hier wahrscheinlich noch zumachen, weil das geht jetzt hier. Ich habe zwar unten schwarze Steine verwendet zum Aufbocken. Ich zeige euch das später noch kurz von hinten. Und ja, das genügt aber für den Moment, glaube ich mal. Hier noch eine Stiege, damit die Bahnarbeiter hier auch zu diesem Switch kommen. Und hier bin ich jetzt gelandet und stehe jetzt vor der Herausforderung einerseits, wie wir hier weitermachen bei dieser großen, langgezogenen Kurve, weil hier diese Technik mit den Bögen wahrscheinlich nicht funktionieren wird oder nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und auch, wie wir das hier machen, weil es gehört natürlich eigentlich pro forma hier dieser Bogen gemacht und auch auf der linken Seite. Das weiß ich noch nicht. Außerdem haben wir hier dieses Eck, wo die Schiene nur ganz knapp drauf steht. Also es ist zwar hier, dass die Schiene nicht in der Luft schwebt, aber sie ist auch nicht besonders weit weg vom Rand, und ich bräuchte hier ein bisschen mehr Material, sagen wir mal, um hier eine schöne Wand zu bauen. Das ist also momentan so weit, wie ich gekommen bin. Ich werde jetzt ein bisschen nachdenken, vielleicht auch auf eure Kommentare warten und dann wieder ein wenig weiterbauen. U-Bahn ist auf jeden Fall ein Projekt, welches total viel Spaß macht. Es gehen auch jede Menge Steine drauf, wie ihr euch denken könnt.
bei den ganzen Aufbauten hier. Ich habe heute, glaube ich, fast gefühlt 1000 dieser Mauersteine hier verbaut, aber es ist ein Projekt, welches einfach total cool ist und auch wirklich, wirklich schön aussieht. Ich krieche jetzt mal dort unten rein und dann zeige ich euch das noch von der Hinterseite. So sieht der Spaß jetzt also von hinten aus. Ihr seht, wir verwenden wieder die Taschenlampe unseres Gimbals. Funktioniert eigentlich ganz gut. Man sieht auch, dass die Steine teilweise jetzt noch nicht zu 100% gut zusammengedrückt sind. Das ist einfach das Problem, dass man das von vorne überhaupt nicht sieht. Und wir sehen auch, dass sich das gesamte Layout ein bisschen nach vorne neigt. Das liegt natürlich daran, dass die Stützen nur auf der Hinterseite verbaut sind. Das ist aber kein großes Problem, denn ich habe mir gedacht, dort, wo diese Viaduktstützen auf der Außenseite sind, kann ich da und dort ja noch einen dieser Eisenwinkel hier einbauen und dann hält das auf jeden Fall ganz gut. Es ist doch jetzt einiges an Gewicht, was hier drauf hängt. Aber ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ihr seht, wir haben hier alle möglichen, speziell älteren Steine verwendet, die wir sonst wahrscheinlich weniger noch gebrauchen können, die zerkratzt sind, die in irgendwelchen Konvoluten dabei waren und so weiter. Und auch hier am Rand seht ihr, dass hier habe ich schon ein bisschen schauen müssen, weil mir die Steine teilweise schon ausgegangen sind. Hier noch mit dieser Rittertür und hier drüben, wo eben die Abzweigung ist. So sieht das jetzt von innen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Jede Menge Chaos natürlich, weil hier vieles an Zeugs herumsteht unter unserer Lego-Stadt. Und hier mit den Geschäften beim Bahnhof, das sieht eigentlich auch ganz lustig aus. Dort vorne ist mir letztes Mal alles eingebrochen. Da muss ich dann nächstes Mal noch wieder nacharbeiten, aber alles zu seiner Zeit. Gut, dann habt ihr jetzt mal gesehen, wie es bei uns mit der U-Bahn so aussieht. Ich hoffe, euch gefällt dieser Fortschritt hier. Es war, auch wenn die Mauer jetzt nicht so spektakulär ist, mehrere Tage Arbeit. Und ja, mir gefällt es aber total und ich bin schon gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Rita baut übrigens gerade beim Bauernhof, also sie ist ein Stockwerk tiefer und wurschtelt dort beim Bauernhof herum und wird euch sicher demnächst auch mal was präsentieren können. Bis dahin, macht eine schöne U-Bahn oder lasst eure Züge fahren und bis bald.